Ich kann. Karriere mit Behinderung. Wer bist du und was machst du beruflich? Mein Name ist Claudia Miller. Ich arbeite jetzt seit Jänner als Ability Managerin für die Caritas Wien, Niederösterreich. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Grundsätzlich geht es darum, dass manchmal sage ich wir, weil ich eine von zwei bin. Wir sind nämlich im Jobsharing, in der Leitungsposition, was ich ganz großartig finde, dass wir die Posten so teilen, dass wir für Mitarbeiterinnen mit Behinderungen zuständig sind innerhalb der Caritas Wien, Niederösterreich. Das sind eine Menge. Das heißt, es werden Fragen beantwortet, es werden Unsicherheiten aus der Welt geschaffen und da geht es auch in unserer Hauptaufgabe in Richtung Führungskräfteberatung, ein bisschen sensibilisieren und entstigmatisieren, was ganz wichtig ist, auch ein bisschen zu schauen, was braucht die Person mit Behinderung, um gut arbeiten zu können. Und ja, auch vielleicht eventuell ein paar Konflikte und Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Das ist ein Part. Auf der anderen Seite machen wir auch Workshops für Führungskräfte und für andere Teams auch. Und haben auch ein paar Lehrlinge mit Behinderungen. Das sind wir jetzt gerade dabei, wieder zu rekruten. Und da ist auch unsere Mitarbeiterin Michaela, die für die Lehrlinge mit Behinderung auch Jobcoaching macht. Und das ist quasi ein Package. Wir schauen einfach, dass die Caritas Wien Niederösterreich auch auf dem Gebiet inklusiver wird einfach. Welcher Erfolg macht dich besonders stolz? Meiner Ansicht nach mein privater größter Erfolg sind eigentlich meine Kinder. Als Frau mit Behinderung da auch in diese nicht gerade vorurteilsfreie Zone reingekommen zu sein. Vor allem meine Tochter da war ich auch in der Schwangerschaft alleine und dann die ersten Jahre alleinerziehend und ich denke, das gehört zu meinen privaten größten Erfolgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Darauf bin ich sehr stolz. Welche Bedeutung hat deine Behinderung im Arbeitsalltag? Ich habe bisher immer fast immer nur in Bereichen gearbeitet, wo meine Behinderung mir eigentlich einen Vorteil verschafft hat, weil einfach die Fachexpertise wichtig ist. Ich glaube, dass gerade im Peer-Bereich es wichtig ist, dass man selber erlebt hat, wovon man redet. Und ja, mag sein, dass ich genau in dem Bereich mich bewerbe und genau in dem Bereich immer arbeite. Aber eigentlich ist meine Behinderung in meinem Arbeitsfeld eine Bereicherung. Tipps für Menschen, die ihren beruflichen Weg noch vor sich haben? Eigentlich nicht aufzugeben. Ich weiß, dass es teilweise sehr frustrierend sein kann. Nicht aufhören, positiv zu denken, nicht aufhören, weiterzumachen, sich zu bewerben, vielleicht sich fortzubilden, das ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach. Und es nicht persönlich nehmen, wenn man Absagen bekommt zum Beispiel oder wenn man keine Benachrichtigung bekommt, weil das bekommen andere auch nicht. Und ich denke, dass es nie was mit der Person selber zu tun hat, mit Behinderung, sondern einfach mit dem Gegenüber. Vielen Dank, Claudia Miller, Ability Managerin Caritas Wien, Niederösterreich.